er sagt, er hat kein Problem damit, wenn die Juden wieder zurückkehren. And like previous when Tiberius changed it, the Jews come back in large masses. Und die Juden kommen in großen Zahlen wieder zurück nach Rom. And the Jewish believers return to Rome to find their church a lot more Gentile. Und als die jüdischen Christen zurück nach Rom kommen, merken sie, dass ihre Gemeinde jetzt viel heidnischer ausschaut. So, bacon? Also, was ist jetzt? Schnitzel? No bacon? Kein Schnitzel? So, these are the circumstances and other reason Paul is writing. Das ist die Situation dort in der Gemeinde. Das ist auch ein Grund, warum Paulus diesen Brief schreibt. The church had grown with Jewish laws, and now the church is very different than how the Jews left it. Die Gemeinde dort, die christliche Gemeinde, war eigentlich auf jüdischen Regeln aufgebaut worden. Und jetzt kommen die Juden zurück und merken, es hat sich viel verändert. No circumcision and lots of bacon. Keine Beschneidung mehr und jede Menge Schnitzel. The Jews no longer had all the influence because they've been gone. Die Juden hatten nicht mehr das Sagen dort in der Gemeinde, sie waren ja lange weg gewesen. Now the Gentiles did. Jetzt sind es Heiden, die die Gemeinde anführen. Of course, you probably know this now, but how these two groups, the backgrounds that they came from and their tendencies. Etwas, was ihr ja schon ein bisschen gelernt habt, so diese zwei Gruppen mit unterschiedlichen Hintergründen und Gewohnheiten. One side you have the Jews that grew up with the law, lean towards legalism and Jewish thinking. Auf der einen Seite haben wir die Juden, die mit dem Gesetz aufgewachsen sind, die eher in Richtung Gesetzlichkeit tendierten und jüdisches Denken hatten. And again, strong connections to the law as well as the whole heritage thing with Abraham. Their salvation and justification was both connected to the law and to being a descendant of Abraham. In ihrem Verständnis hat die Errettung und die Gerechtfertigung vor Gott viel mit dem Gesetz zu tun und auch mit ihrer Abstammung von Abraham. And then the other side you have the Gentiles, of course, with a pagan background. Auf der anderen Seite gab es die Christen mit einem heidnischen Hintergrund. And they lean more to libertinism. Sie tendierten eher dazu, ihre Freiheit voll auszuleben. If you ever seen that term, that basically means being free, being liberal. They're used to just kind of whatever goes. Das bedeutet, sie tendierten dazu, die Dinge sehr liberal zu sehen. Also gut, man kann tun, was man will. On one spectrum, if you're following the law, you can be very legalistic. On the other side, where you don't follow any rules, that's libertinism. Auf der einen Seite haben wir Gesetzlichkeit, wenn man sich zu sehr an Gesetz festklammert. Aber auf der anderen Seite, wenn man keine Regeln befolgen möchte, kommt man eben in den Libertinismus. Of course, their Greek thinking, Greek philosophy, that stuff is what's going on in their head, and of course, bacon, lots of bacon. Und sie waren geprägt von griechischem Denken, griechischer Philosophie und natürlich jede Menge Schnitzel. And so Paul's writing this letter 3 to 4 years after the return of the Jews. Paulus schreibt diesen Brief etwa 3 oder 4 Jahre nachdem die Juden wieder nach Rom zurückgekehrt sind. So what do you think the major issue is? Was meint ihr dann, ist ein Hauptproblem dort? This unity. Das ist die Uneinheit. Okay. So the church has probably become divided along racial lines. Es gibt wahrscheinlich eine Spaltung in dieser Gemeinde, und zwar nach ethnischen Unterschieden. And so the question is, how has one become saved? How is one justified? Und die große Frage ist, wie kann jemand errettet werden? Wodurch wird man gerechtfertigt vor Gott? We talked a little bit about this in Galatians. Im Galaterbrief haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Sometimes Galatians is referred to as a little Romans. Der Galaterbrief wird manchmal auch ein kleiner Römerbrief genannt. The theology, the argument's very similar, it's just very compact in Galatians. Manche der theologischen Argumente sind recht ähnlich, nur im Galaterbrief ist das alles ein bisschen kompakter gehalten. So this issue of righteousness, these two groups had different concepts. Das Thema Gerechtfertigung bedeutete was Unterschiedliches für diese zwei Gruppen. Again, Jews, it's viewed as righteousness as being in right relation with God. Für die Juden bedeutete Rechtfertigung, Gerechtfertigung
in der richtigen Beziehung mit Gott zu stehen. It's a legal question. You either are or you're not. Für sie war es eine legale Frage, entweder bist du es oder du bist es nicht. And that meant following God's laws. Das bedeutete, Gottes Gesetzen zu gehorchen, sie zu befolgen. Gentiles viewed righteousness in the terms of morality or being moral. Die Heiden haben Rechtfertigung eher als etwas gesehen, wo es um morale Fragen geht. It's a question of your actions, which meant, are you acting fairly, justly, honorably? Da ging es um die Taten, um deine Handlung. Handelst du fair? Handelst du auf eine ehrbare Weise? Sounds kind of similar, but there actually is some differences in it. Es hört sich recht ähnlich an, aber es gab da schon ein paar Unterschiede. Jews would say, obey God's specific laws and you're righteous. Juden sagten, gehorche Gottes Gesetze und du bist gerechtfertigt. Gentiles will say, act generally moral and you're righteous. Heiden hätten gesagt, solange du allgemein so moralisch handelst, bist du gerechtfertigt. And that breaks down in the church into two kind of arguments. In der Gemeinde wird das dann in zwei Diskussionspunkten sichtbar. The Jews are telling the Gentiles, you need to follow God's law, that includes the food and the whole circumcised, to be righteous with God. Die Juden sagen jetzt nicht den Heiden, ihr müsst Gottes Gesetz schon befolgen. Ihr müsst euch an die Essensregeln halten und euch beschneiden lassen. But the Gentiles say, no, you just need to act morally, to be a good person, to be righteous. Und die Heiden sagen, nee, Moment mal, du musst einfach nur moralisch richtig handeln, du musst eine gute Person sein. What you eat and whether or not you're circumcised, that has nothing to do with being righteous. Was du isst oder ob du jetzt beschnitten bist oder nicht, das hat nichts damit zu tun, ob du gerechtfertigt bist oder nicht. So now, they have this disagreement, and now the Jews don't want to eat or have fellowship with the Gentiles. Da haben sie also einen großen Streitpunkt, der dazu führt, dass die Juden nicht mehr gemeinsam mit den heidnischen Christen essen wollen. Because the Gentiles aren't clean and they could eat pork and whatever. Weil die heidnischen Christen unrein sind, weil die Schweinefleisch essen und so weiter. And the Gentiles obviously probably despise the Jews because of their self-righteousness and wanting mutilation to the body, which is very weird for the Greek mind. And yeah, they can't have their bacon. Und die heidnischen Christen, die schauten auch herab auf die jüdischen Christen, weil die so selbstgerecht waren und weil die ihren eigenen Körper verstümmelten, etwas, was für die Griechen echt komisch war. Und weil sie kein Schnitzel mehr essen sollten. Okay, so there's the tensions that we have in Rome. Das ist also die Spannung, die wir da in Rom. Just a very quick note, and just because Paul hasn't been there doesn't mean he's not well connected. Ein kurzer Kommentar, nur weil Paulus noch nicht dort gewesen war, heißt nicht, dass er nicht gut wusste, was dort passierte, dass er keine Verbindung dorthin hatte. All of chapter 16 is all these influential people that they have mutual relationships with, Rome and Paul. In Kapitel 16, da listet er jede Menge wichtige Personen auf, zu denen er eine Beziehung hat und die auch die Römer gut kennen. So I won't spend a lot of time on that, but obviously just to sum up, there's a lot of connection. Das heißt, es gab da schon eine starke Verbindung. So there's all these names, In Kapitel 16 tauchen all diese more Namen auf, names. mehr Namen. Some scholars look at this list of names as well, another important thing, and see that there's possibly 7 house churches in Rome. Was noch recht interessant ist, im 16. Kapitel erkennen manche Bibelforscher 7 Hausgemeinden. And so again, it's to the saints in Rome, not to the church in Rome. Es heißt ja auch immer, wenn Paulus schreibt an die Heiligen in Rom, er schreibt nicht an die Gemeinde in Rom. So some of these people listed could possibly be the house church leaders. Es kann sein, dass manche von den Leuten, die er dort erwähnt im 16. Kapitel, Leiter dieser Hausgemeinden waren. And obviously probably these house churches are divided along racial lines. Und wahrscheinlich waren diese Hausgemeinden so geteilt, dass sie entweder jüdisch-christlich waren oder heidnisch-christlich. Okay? And Romans does have Paul's classic parts of letters. Im Römerbrief sehen wir Paulus' klassische Briefstruktur. It does have very classic theology to application. Wir haben auch eine sehr klassische Aufteilung. Erst die Theologie, dann
It's a little hard to follow at first, but a very logical progression. Und es ist erstmal ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, aber in seinen Argumenten gibt es auch eine sehr logische Reihenfolge, eine Abfolge. And in this particular letter, it follows a particular Greek argument style of a diatribe. Und es ist ein sehr typischer griechischer Stil des Argumentierens. Diatribe, there you go. And so, in this particular case, often in a diatribe, you're making an argument and you pretend that you have somebody that you're arguing with, an opponent, an imaginary critic. Verschiedene Übersetzungen für Diatribe, also das, was am ehesten passt, ist auch eine Diatribe. Und zwar steht es hier für etwas, wo man so argumentiert, als würde man mit einem imaginären Gesprächspartner diskutieren. Okay, so it's somebody making a speech, but to try to prove with it, they're sort of imagining that there's somebody that's arguing with them. Es hält also jemand eine Rede und tut dann so, als ob jemand gegen ihn argumentiert und er versucht dann daraufhin wieder Argumente zu finden. And so the imaginary critic represents an idealized wrong position to the argument. Also er hat so einen imaginären Kritiker, der Vorbehalte hat gegenüber dem, was er sagt, und zeigt dann aber, dass dessen Argumente falsch sind. The author or the person arguing will imagine that they will imagine the critic's rebuttals to his own arguments. Er stellt sich also vor, was jemand seinen Argumenten entgegnen könnte. And then he will continue his own argument based off those rebuttals. Und wird also diesen Gegenargumenten wieder was Eigenes entgegensetzen und so seine eigene Argumentation weiterbringen. So he's basically arguing with himself. Im Prinzip diskutiert er mit sich selbst in dieser Rede, To make a point. Aber seine Position rüberzubringen. So it can seem very aggressive sometimes, the style. Dieser Stil, der kommt manchmal aggressiv rüber. But it's not intent to be aggressive towards the audience and of themselves. Aber es soll nicht aggressiv sein gegenüber den Zuhörern. Okay. And so, but that makes Romans sometimes a little confusing because at times it seems like he's contradicting himself one line after another. Also das führt dazu, dass wir den Römerbrief verwirrend finden können, dass es scheint, dass Paulus sich selbst widerspricht, eine Zeile nach der anderen. So that kind of gives the confusion if you're not imagining him. It's kind of what is he saying, but he's really just trying to imagine the rebuttal and then fight against it. Wenn wir uns also nicht vorstellen, dass Paulus das wirklich wie eine Rede hier hält, wo er Gegenargumente bringt und die dann auch aber wieder abschießt, dann ist es ein bisschen verwirrend, wie dieser Brief geschrieben ist. There's several chiasms in here. In der Struktur gibt es auch einige Chiasmen. And because of this argument style, it's a bit sloppy, the whole flow of it. Und der ganze Fluss dieses Briefs ist für uns etwas unverständlich. If you go and do SBS, you'll get to Romans and you'll be like, Paul, put a period in this. There's lots of run-on sentences. Wenn man sich den Brief zum Beispiel in der SBS genauer anschaut, dann denkt man irgendwann, Paulus, schon mal was von Satzzeiten gehört oder dass man eben die Sätze kurz halten soll. Es gibt so viele Sätze, die endlos weitergehen. Okay. Incomplete sentences, etc. It's just kind of a mess, so it can make it frustrating to study. Es
Es gibt Sätze, die irgendwie im Nichts enden, scheinbar. Und es ist alles ein bisschen durcheinander, was es auch frustrierend macht, wenn man wirklich verstehen will, was es bedeutet. In this case, it is a dictated diatribe. Es ist also eine diktierte Argumentationsrede. So you can maybe imagine Paul's and is somewhere on a ship or wherever he's staying, and he's pacing back and forth, and he's yelling out arguments. Stell dir mal vor, Paulus, der wohnt vielleicht gerade auf dem Schiff oder sonst irgendwo da und er schreit Argumente raus. And poor Tertius here is scribbling away as fast as he can. Der arme Tertius hier versucht, alles irgendwie festzuhalten. Okay. And then, as Tertius is writing away, you can imagine him looking at Paul. And in this case, usually you'd have one person the person's arguing with. Maybe I start that over. So typically a diatribe, you have one person that you're imaginarily arguing with. Üblicherweise in so einer Argumentationsrede hat man eine Person, wo man sich vorstellt, dass man gegen sie argumentiert. So Tertius is trying to follow along as Paul imaginarily argues with somebody. Tertius versucht dem zu folgen und zu verstehen, mit wem Paulus jetzt hier diskutiert. But in this case, it gets a little bit even more confusing. Aber das wird dann hier noch ein bisschen verwirrender. Because Paul's not arguing with one critic. Weil Paulus argumentiert nicht nur gegen einen Kritiker, He's arguing with two critics. sondern mit zwei Kritikern. He's arguing with one imaginary Jewish critic. Mit einem imaginären jüdischen Kritiker. And then he's also, at the same time, flipping back and forth, Und er springt hin und her arguing with a Gentile critic who likes his bacon as well. und diskutiert auch mit einem heidnischen christlichen Kritiker, der sein Schnitzel so gerne isst. And then sometimes, he's arguing against both of them at the same time. Und manchmal, so scheint es, diskutiert er mit beiden zur gleichen Zeit. And poor Tertius just has to keep writing. Der arme Tertius, der schreibt und schreibt und schreibt. And 2,000 years later, Und 2000 Jahre später, through translation, we have to figure out who he's arguing and why he's arguing it, and if he's arguing to one, the other, or together. wurde uns das jetzt alles in unsere Sprache übersetzt. Und wir müssen herausfinden, mit wem Paulus hier diskutiert. Mit dem einen, mit dem anderen oder mit beiden gleichzeitig. So if you got a little confused reading Romans at different parts, that's probably why. Wenn du also ein bisschen verwirrt wurdest beim Lesen des Römerbriefes, dann ist das wahrscheinlich der Grund dafür. Did anybody ever get a little bit confused reading Romans? Hat sich jemand von euch ein bisschen verwirrt gefühlt? A few kind of nods in there. Yeah. I know when I was preparing to teach this, man, I just want to bash my head against the wall a few times. Als ich den Unterricht dafür vorbereitet habe, wollte ich manchmal einfach mit dem Kopf in die Wand schlagen. Because everybody says, oh, it's very logical, it's very logical. Like, he's arguing different points at the same time. Leute sagen immer, ja, es ist sehr logisch aufgebaut, diese Diskussion. Und ich denke mir, ja, aber irgendwie diskutiert er verschiedene Dinge zur gleichen Zeit. That is not my definition of logical. Für mich scheint es nicht sehr logisch zu sein. And so if you ever go back into it again, something you can observe is try to figure out if he's arguing with a Jewish critic or a Gentile critic. Wenn du das Buch also nochmal liest, dann versuch bei den verschiedenen Stellen zu merken, diskutiert er da gerade mit einem heidnisch-christlichen Kritiker oder mit einem jüdisch-christlichen Kritiker. Or sometimes he's arguing against both of them at the same time. Oder vielleicht sogar gegen beide zugleich. All right? Question. Yes. So, the Roman Church, if they had never really met Paul, how were they able to understand this letter? Again, this is more their culture. This was a fairly common Greek style of argument. So culturally, they probably would have understood it better. Für die Christen in Rom wäre es um einiges leichter, Paulus' Argumentation zu folgen, weil das ein Stil war, der ihnen wohl bekannt war, dieser griechische Diskussionsstil. They would have naturally more understood the cultural references, probably
clearer. Und auch die kulturellen Referenzen in diesem Brief hätten sie natürlich viel klarer verstanden. Yeah, I'd say they're common. Again, we're rewriting 2,000 years of history and 2,000 years of culture. For us, it takes a bit of work to understand. For them, it's just natural. Wenn wir uns überlegen, wir müssen 2000 Jahre zurückgehen in der Geschichte, in der Kultur, für sie war es ihre natürliche Umgebung. So anyways, Tertius is sitting there writing on his papyrus and that they're frantically trying to scratch out Paul's words, speaking and arguing. Kämpft also damit, Paulus Worte alle auf den Papyrus zu kriegen. It's not computer, you can't delete, there's no whiteout, so Das war kein Computer, wo man einfach mal entfernen drücken kann. Ist nicht so einfach, das zu editieren. alright. So if it seems a bit messy, that's why. Wenn uns das Ganze also ein bisschen durcheinander vorkommt, das ist der Grund dafür. Alright. Okay, give me a second here. Stand up, stretch, work it out. Let me get caught up here. Steht kurz auf, streckt euch ein bisschen. Raising back. He's doing this. Okay. Alright. Alright, so this is going to be fun. Hacking out a 2-day SBS BCC teaching. So we're going to try to do it as cleanly as possible. That's not overly relevant. Okay, so in Galatians, we established how is one justified. Im Galaterbrief haben wir schon gesehen, wie wird jemand vor Gott gerechtfertigt. That's a question for you all. Und das ist jetzt die Frage an euch. Hmm? Perfect. What was it, what's your name? How is one justified? How is one found righteousness, salvation, justification? Wie wird man gerecht vor Gott? Wie findet man Errettung? Perfect. Yes. Okay. So we established what? I added by grace. Perfect. Okay. Very good. Glad you caught that. Made it this far. Hope you've gotten that. So we'll use the term, the righteous shall live by faith. Es gibt diese Aussage, diesen Vers, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Okay? And so again, we have the two varying parts of what they think righteousness is. Aber es gab eben ein sehr unterschiedliches Verständnis, was die beiden Gruppen glaubten, was Gerechtigkeit, Rechtfertigung bedeutet. But Paul's going to argue it's by faith, so he has to argue with both of them. Paulus sagt, es geht um den Glauben. Das heißt, er muss mit beiden Gruppen diskutieren. So you can imagine in his arguments, the Jewish critic's going to say, but I follow the law, I'm righteous. Ihr könnt euch vorstellen, in dieser Argumentation, da sagt der jüdische Kritiker, ja, aber ich folge doch dem Gesetz, ich bin gerechtfertigt. And the Gentile says, but I live morally, I'm righteous. Und der heidnische Christ sagt, ja, ich lebe moralisch korrekt, ich bin gerechtfertigt. Let's jump back over to the Bible. Okay, one second here. Römer 1. All right, so here's kind of a bit of I guess a thesis statement that he's going to try to prove. Das hier ist so seine Hauptaussage, die Paulus jetzt beweisen möchte. This is my, yeah.
this is the ESV, but for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also the Greek. For in righteousness of God revealed from faith for faith, as written, the righteous shall live by faith. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Das ist Paulus Hauptthese für diesen Weg. Okay. And so that's kind of his, as I mentioned, his thesis statement that he's going to argue throughout this book. Und diese These wird Paulus das ganze Buch über belegen wollen, beweisen wollen. Again, and I think he starts here from verses 18 to the end of this chapter. Und ich glaube, ab Vers 18 bis zum Ende dieses ersten Kapitels, I believe, to me, I see it, he's arguing specifically with the Gentile critic. da argumentiert Paulus zuerst mal gegen den heidnisch-christlichen Kritiker. Because it speaks more to their point of view. Denn er spricht mehr zu ihrer Sichtweise. Okay? So, because he says, again, their mindset is just live morally, be an honorable, good person. Denn ihr Verständnis war ja, wir müssen nur moralisch korrekt leben, wir müssen eine ehrbare Person sein. Let's see how maybe I go to. Go. Okay, I'm going to read this just. Sorry again, I'm hacking this off. Yeah, okay. Somebody want to read verses 18 through 23? Kann jemand Vers 18 bis 23 lesen? Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand zu verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten, Unwehr, Vögel, Tiere und Schlangen. Okay. So again, this is more directed at the Gentiles. Wie schon gesagt, das ist eher an die heidnischen Christen gerichtet. Listen, even though you didn't have the law, it was God made it evident to you in nature. Hört mal, auch wenn ihr kein Gesetz hattet, Gott hat eigentlich schon klar gezeigt, was richtig ist, und zwar in der Natur. And so he's saying basically, look, you've had evidence of the one true God all through history. Er sagt, ihr hattet schon Hinweise auf den einen wahren Gott von Anfang an durch die ganze Geschichte hindurch. However, you decided to worship idols instead. Aber ihr habt euch entschieden, stattdessen
Götzen anzubeten. And so Paul is playing